Ja Leute, es ist eigentlich nichts anderes, wie wenn ihr schlechte Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr hattet und dann auf Masturbation umsteigt, damit ihr trotzdem zu euren Orgasmus kommt. Das ist im Endeffekt ja Kurzhantel drücken, Schrägbank oder Flachbank. Ihr habt einfach schlechte Erfahrungen mit normalen Langhantel Flachbank drücken, dann geht's auf die Schulter. Und ich habe auch noch niemanden fragen gehört, ja Bro, was ist denn deine Bestleistung im Kurzhantel, Flachbank oder Schrägbank drücken? Da fragt man, Digga, was drückst du auf der Bank? Und das ist einfach klassisches Langhantel-Bankdrücken. Und ja, wie gesagt, es läuft das Bankdrücken, wenn das Setup sitzt, die Technik sitzt. Dafür gibt es Coaches. Wir reden immer noch von Kurzhantel Schrägbankdrücken heute. Das habt ihr euch gewünscht. Zahlreiche Leute haben mir das geschrieben. Ich zeige es euch. Es gibt einige Probleme beim Kurzhanteldrücken, Schrägbank oder Flachbank. Und darauf gehen wir jetzt ein. Also Punkt Nummer 1. Kurzhantel nehmen. Jetzt muss ich nur aufpassen wegen meinem Mikro. Okay, ihr setzt euch hin. Ihr positioniert die Füße möglichst weit hinten, damit ihr dann den Leg Drive nutzen könnt. Dazu komme ich gleich. Dann zieht ihr die Kurzhanteln zu euch hin, so hoch. Ihr rundet euch praktisch ein. Ich filme das von der Seite. Dann atmet ihr ein. Dann zieht ihr die Kurzhanteln möglichst fest zu eurem Brustkorb und dann kippt ihr. Schaut her, und dann habt ihr sie hier oben und dann dreht ihr sie so her. Das ist die sicherste Variante, in diese Position zu kommen. Wenn ihr das anders macht, dann habt ihr hier nicht die richtige Position und die Schulterblätter sind nicht zusammen und verriegelt. Das ist das Wichtigste, egal was ihr drückt, egal ob Langhantel oder Kurzhantel, aber gerade bei den Kurzhanteln ist es einfach verdammt schwer. Wenn ihr euch die Kurzhanteln eine nehmt, umsetzt, die andere gibt euch euer Kumpel, dann seid ihr komplett schief und die Kurzhanteln müssen hinten, die Schulterblätter müssen hinten zusammen sein und die Brust muss oben sein. So, genauso wie beim Flachbankdrücken, Langhantel oder Kurzhantel, die Brust kommt hoch. Dadurch, dass die Brust oben ist beim Kinn, sind automatisch die Schulterblätter hinten zusammen und der Trapez. Dann habt ihr sie verriegelt und dann atmet ihr ein und drückt sie raus. Ausatmen. Einatmen. Aus. Währenddem ihr die Abwärtsbewegung einleitet, macht ihr euch noch größer. Ihr habt die Luft ungefähr, wenn ihr 10 cm über der Brust seid, komplett drin. Passt auf. Saugt die bitte per Kussmund ein. Das ist ein Riesenunterschied, ob ihr so einatmet oder so. So füllt ihr das Zwerchfell, alles. Ihr aktiviert dann die Bauchmuskeln und den Chor erst richtig. Und so geht's ins Leere. Wichtig, einsaugen wie ein Kompressormotor mit viel PS und Hubraum. Jetzt habe ich die Luft drin und jetzt gehe ich aber noch ein Stück tief und jetzt kommt der Latissimus. Langsam runter, zügig hoch. Langsam runter, zügig hoch. Ich würde die Kurzhanteln auch niemals so drehen. Schaut her, so gerade wie eine Langhantel. Das ist ja gerade euer Vorteil, warum es einfach, ja, in eurem Fall, weil ihr technisch nicht sauber arbeitet, bei der normalen Flachbank mit Langhantel das Kurzhanteldrücken nichts auf die Schulter geht, weil ihr jetzt halt die Kurzhantel so drehen könnt. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Stellt euch einfach vor, 45 Grad haben die Kurzhanteln nicht so, nicht so, so. Einatmen, Brust raus, groß werden, wumm. Das letzte Stückchen, passt auf, ich bin hier, jetzt ist die Luft drin und jetzt tue ich die Brust noch höher, hoch und jetzt kommt der Lat, wumm. Der Latissimus, wenn ihr runter geht, ihr seid hier. Ihr geht runter, es ist eigentlich genau dasselbe wie beim Schulterdrücken in der Multipresse. Abwärtsbewegung einleiten, einatmen. Jetzt ist die Luft drin und jetzt gehe ich aber noch dieses letzte Stückchen hinter und dann knutscht der Trizeps den Lat und die Schulterblätter presst noch mehr zusammen. Dick und dann wumm. Und dann seid ihr wie ein Expander oder Steinschleuder. 1000-mal geiler. Also ja, es ist einfach eine easy Übung. Aber es hat viele Nachteile. Gute Powerlifter oder ich würde Kurzhanteldrücken niemals machen, weil es mir einfach
die Technik fürs Flachbankdrücken versaut. Es ist einfach so. Der Bewegungsablauf ist anders, die Brücke könnt ihr nicht so gut trainieren, die Verriegelung ist auch nicht optimal. Ich versau mir damit die Technik. Außerdem, so schwere Kurzhanteln gibt es in keinem Gym, die ich jetzt verwenden müsste, dass ich nicht abbaue. Ja, ich nehme 60 Kilo und mache dann ja, so 20, 30 Wiederholungen, aber es langweilt mich. Die sind für Schulterdrücken gut, kommt wahrscheinlich auch noch, wenn ihr Bock drauf habt, aber jetzt zeige ich euch noch ein paar Fehler. Euer Handtuch auch am besten immer so hinlegen und nicht so. Das Handtuch ist rutschig, rutschiger wie euer Shirt, dann habt ihr euer Shirt und das Handtuch. Wichtig ist, der Kopf liegt auf, der schwitzende, ekelhafte Schädel da, der macht das Polster kaputt und nicht eure Schulterblätter. Das Ding ist, wenn ihr es hier habt, dann rutscht ihr und wenn die Spannung aufbaut hier, dann rutscht ihr auf dem Handtuch leichter wieder in eine beschissene Position und ihr könnt diese Verriegelung hinten im Rücken nicht so halten. Kurzhanteln her, ducken, zur Brust, herziehen, einatmen, umlegen, zack, einatmen, wupp, rausdrücken. Ausgangspunkt. Und jetzt pass auf, füll mal von unten. Die meisten, die Kurzhanteldrücken machen, sehe ich immer wieder, vielleicht erwischt ihr euch oder erkennt ihr euch jetzt wieder. Die liegen einfach nur flach da, so, voll scheiße flach wie ein Brett. Wenn ich jetzt runtergehe, oh fuck, meine Schulter, scheiße Mann, voll instabil, richtig scheiße. Dann gehen sie hoch, dann schieben sie noch die Schultern nach vorne, nach oben und dann gehen sie vorne komplett so zusammen. Dann seid ihr so krass verletzungsanfällig, wie es schlimmer gar nicht geht, weil ihr seid dann hier so, schaut mal her, die Brust ist locker, die Schulter jetzt voll auf Spannung, vordere Delta, Bizepssehne ist auf Spannung, geht es so runter, es geht alles nur hierher. Die Brust kann nicht gedehnt werden, nicht gespannt werden, weil, wie schon so oft erklärt, der Ball muss aufgepumpt sein, groß sein. Über den aufgepumpten großen Ball könnt ihr diesen Expander spannen, den Brustmuskel, Ball aufpumpen, Brust raus, Luft reinsaugen, runtergehen und jetzt, schaut mal her, wabbelt da jetzt noch irgendwas? Es ist steinhart. So ist es weich in dieser Position. Brust hoch, Luft rein, steinhart, ohne dass ich jetzt anspanne. Ja, also Position der Schulterblätter ist wichtig. Luft rein, Kompressormotor, euch vorstellen, Luft reinpressen, nur über einen großen, gefüllten Brustkorb, egal ob Latissimus, wenn ihr hochgeht. Luft rein, dann kann der Lat gespannt werden über den Sägemuskel, über die ganzen Rippenbögen, wo er halt ansetzt. Keine Luft drin, es geht immer auf die Schulter, immer auf die Bizepssehne. Verdammt wichtig. Wenn ihr da keine Technik drin habt, Routine, kein richtiges Setup, zerfickt ihr euren Körper. Der Sport wird euch keinen Spaß machen, bis ins hohe Alter sowieso nicht. Ihr werdet keine Resultate erzielen und derjenige, der Resultate erzielt, der nimmt natürlich Stoff- und Wachstumshormone, ist ja eh klar. Anstatt dass man sich mal denkt, hey, vielleicht ist der Typ einfach intelligent, vielleicht ist das ein Gefühlsmensch, der kann die Muskeln abrufen. Ja, der hat Muskelgefühl, das ist das meiste. Im Studio sieht man so oft welche, eigentlich 90%, die so dastehen und so Bizeps trainieren, drücken so. Ihr massiert eure Gelenke, eure Sehnenansätze und den Muskel wirklich treffen, euch mal Gedanken machen, was trainiere ich überhaupt? Wie kann ich einen Muskel spannen? Das ist Physik, das sind Hebelverhältnisse. Und wenn man logisch denkt, dann kann man das verstehen. Also nochmal hersetzen, Füße hinten platzieren, damit ihr Leg Drive habt. Zeige ich euch gleich. Hierher, einatmen, ganz wichtig, dann ist die Wirbelsäule geschützt. Die Luft drückt gegen die Bauchmuskulatur, gegen den Chor. Der Chor drückt dann die Luft gegen die Wirbelsäule, geschützt. Medizinball in den Bauch oder Bombe. Ja. Außen, einatmen, wumm. Während ihr runtergeht, Luft voll in den Brustkorb, richtig groß werden. Wenn ihr das schon von klein auf macht in der Jugend,
verhindert ihr auch so eine Dreckstrichterbrust und außerdem wird euer ganzer Brustkorb, wenn ihr noch im Wachstum seid und richtig einatmen, größer euer Brustkorb, weil er noch gedehnt werden kann im Wachstum. Also raus, hoch und wumm. Zügig hoch und dann nicht nach innen gehen, hierher. Dann steuert ihr auch wieder die scheiß vordere Schulter an und die darf niemals die Brust dominieren. Nochmal, ihr bleibt hier mit die Kurzhanteln. Kommt der Kurzhantel als entgegen. Wumm. 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 Und das letzte Stückchen ist entscheidend. Jetzt. Wumm. Luft ist drin. Wumm. Zack. Jetzt knutscht ihr den Latissimus. Wumm. Wumm. Und wenn ihr das macht, ohne dass Luft drin ist, ohne dass ihr die Brust nach oben bringt, so, und ihr geht dann hinter, dann kommt es zur Kippung. Dann kippt ihr die Schulter in diese Position. Das kann aber nicht passieren, wenn Luft drin ist und ihr seid aufrecht, weil ihr verriegelt seid. Die Schulterblätter sind hinten zusammen, der Trapez ist aktiviert hinten. Körperhaltung, auch im Alltag, muss immer stimmen. Also immer vorstellen, die Brust kommt hoch zum Kinn. Wenn die Brust hoch zum Kinn kommt, dick, schaut her, dann sind auch automatisch die Schulterblätter hinten zusammen. Und der Oberarmkopf ist perfekt unterm Schulterdach zentriert. Und so prollig müsst ihr auch im Alltag rumlaufen. Wie eine Ballerina. Aufrecht, Wirbelkörper schön übereinander und dann passt es. So würde ich Kurzhantel drücken, ausführen, ja, wenn ich es machen würde. Intelligent, und eigentlich könnt ihr, wenn ihr meine Videos schon immer verfolgt, immer ja so abwägen und eigentlich checkt man das, oder? Checkst du das? Jetzt hast du kein Mikro. Wenn du trainierst und du hast jetzt mein Schulterdrückvideo angeschaut, ist es ja im Endeffekt genau dasselbe wie jetzt das hier, was ich erkläre, weil die Brust hochkommt, dann kommt der Latissimus und wumm! Einatmen während der Abwärtsbewegung und wumm! Genau dasselbe beim Bankdrücken, bei jeder Drückübung müsst ihr das machen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr es findet, wenn ihr es ausgeführt habt. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Das sind kostenlose Tipps. Gebt mir was zurück. Erzählt von diesem Zitronenquark im Gym. Abonniert mich. Aktiviert die Glocke. Meine Supplemente sind unten in der Infobox. Bestellt mit meinem Code Zitrone10. So gebt ihr mir was zurück. Dass es nicht umsonst ist. Wenn ihr irgendwas anderes noch sehen wollt, irgendwelche Geräte, Übungen, schreibt es unten rein. Ansonsten gutes Feeling, geilen Pump im Training und bis dann. Ciao Leute.